Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Heute ist Tag 190, unser Thema Rollen in der Familie. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau, und Familie ist ja wirklich was Wunderschönes, aber, seien wir mal ehrlich, manchmal ist es auch einfach ein totales organisatorisches Meisterwerk, oder? Absolut, ja. Es ist manchmal wie so ein kleines Unternehmen, das man führen muss, nur ohne genaue Arbeitszeiten. Mhm. Und oft auch ohne Feierabend. Aber hey, bevor wir da tiefer einsteigen, haben wir noch was für unsere Hörer. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Jetzt sprecht ihr mit, versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher, achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Genau, also lass uns direkt starten. Du hast gerade gesagt, das Zusammenleben ist oft wie ein Unternehmen und da gibt es ja oft auch Probleme. Warum ist das eigentlich manchmal so kompliziert im Alltag? Ich glaube, weil oft so unausgesprochene Regeln herrschen, Dinge, über die man gar nicht aktiv spricht. Und das bringt uns direkt zu unserem ersten Wort für heute. Richtig, das Wort Nummer 1 ist Die Erwartungshaltung. Auf Englisch sagt man dazu Expectation oder auch Attitude. Also Expectation, Attitude. eine Erwartungshaltung, ist im Prinzip eine ganz feste Vorstellung davon, was der andere tun soll, auch wenn man es vielleicht gar nicht laut gesagt hat. Ja, ich vergleiche diese Erwartungshaltung immer gerne mit wie so ein unsichtbarer Vertrag. Ein unsichtbarer Vertrag, das ist ein gutes Bild. Ja, genau, ein Vertrag, den man detailliert in seinem Kopf geschrieben hat, den der andere aber nie unterschrieben hat. Und dann ärgert man sich furchtbar. Stimmt. Unser Beispielsatz dazu lautet, eine falsche Erwartungshaltung an den Partner führt oft zu Enttäuschungen. Oh ja, das passiert so oft. Und damit das nicht passiert, kommen wir zu Wort Nummer 2. Und das ist ein echtes Alltagswort, nämlich Die Aufteilung. genau, die Aufteilung. Auf Englisch heißt das Distribution oder Division. Es bedeutet ganz einfach, dass man Aufgaben im Haushalt gerecht trennen möchte. Zum Beispiel, wer saugt Staub, wer wäscht die Wäsche, wer kauft ein, solche Sachen halt. Richtig. Der Beispielsatz hierfür ist, eine gerechte Aufteilung der mentalen Last verhindert Streit. Mentale Last ist da auch so ein gutes Stichwort. Wenn einer ständig an alles denken muss, ist das echt anstrengend. Ja, absolut. Man streitet ja nicht immer nur darüber, wer den Müll rausbringt, sondern wer überhaupt daran denkt, dass der Müll voll ist. Genau. Und das führt uns eigentlich wunderbar zu Wort Nummer 3. Gleichberechtigt. Das ist ein wichtiges Wort. Gleichberechtigt, ja. Auf Englisch bedeutet das equal oder auch equal rights. Es heißt, dass beide Partner absolut die gleichen Rechte und natürlich auch Pflichten haben. Also 50-50 sozusagen. Genau. Unser Beispielsatz, wichtige Entscheidungen werden gleichberechtigt getroffen. Das klingt in der Theorie immer super einfach, ne? Man setzt sich hin und sagt, wir machen das alles gleichberechtigt. Aber in der Praxis ist das oft, komplizierter. Ja, vor allem, weil man ja nicht nur ein Teil vom Paar ist, sondern auch eine eigene Person. Und das ist Wort Nummer 4, autonom. Autonom, okay. Auf Englisch bedeutet das autonomous oder independent. Es bedeutet, unabhängig zu sein und eigene Entscheidungen zu treffen. Das finde ich extrem wichtig. Also, dass man nicht alles nur im Plural, also als wir, entscheidet. Ganz genau. Auch bei allen Gemeinsamkeiten, die man so hat, muss man ein Individuum bleiben. Der Beispielsatz lautet, auch in einer Partnerschaft sollte jeder autonom bleiben. Sehr schöner Satz. Jeder braucht mal Zeit für sich, sein eigenes Hobby oder einfach mal eine Stunde Ruhe auf dem Sofa. Richtig. Lass uns jetzt mal in die harte Praxis gehen. Oh ja, der ganz normale Alltagswahnsinn. Genau. Wie bringt man das denn alles unter einen Hut? Familie, Job, Freunde? Das ist unser Wort Nummer 5. Es ist ein Verb. Vereinbaren. Vereinbaren. Auf Englisch heißt es to reconcile oder to balance. Das ein Verb ist,
müssen wir natürlich auch die Vergangenheitsform, das Perfekt, lernen. Das Perfekt ist, hat vereinbart. Hat vereinbart. Das bedeutet, dass man zwei Lebensbereiche, wie zum Beispiel Job und Kinder, gut miteinander kombinieren kann. Unser Beispielsatz für euch ist: Paare versuchen, Familie und Beruf flexibel zu vereinbaren. Flexibel ist da das Zauberwort, weil oft passiert dann doch was Ungeplantes. Das Kind wird krank oder der Zug hat Verspätung. Und dann muss man schnell umplanen. Was uns direkt zum nächsten Verb bringt. Wort Nummer 6. Koordinieren. Oh, mein absolutes Lieblingswort im Familienalltag. Koordinieren. Auf Englisch bedeutet das to coordinate. Und im Perfekt sagen wir, hat koordiniert. Es bedeutet, Termine und Pläne gut abzustimmen. Ja, aber ganz ehrlich, ist koordinieren nicht oft einfach nur ein richtig schickes Wort für Dauerstress? Da hast du wahrscheinlich recht, ja. Ich meine, unser Beispielsatz ist: Es ist schwer, die Hobbys der Kinder zu koordinieren. Und wenn der eine zum Fußball muss und die andere zum Schwimmen und beide um 15 Uhr, Dann braucht man fast schon einen Masterabschluss in Logistik, ja. und wenn diese Logistik, diese ganze Planung nicht gleichberechtigt ist, dann entsteht das, was unser Wort Nummer 7 beschreibt: das Missverhältnis. Das Missverhältnis, okay. Das klingt schon so, als ob was schief läuft. Genau, auf Englisch Imbalance oder Disproportion. Ein Missverhältnis haben wir dann, wenn die Aufteilung einfach unfair ist. Zum Beispiel, wenn einer fast alles im Haushalt macht und der andere nur ab und zu mal kocht. Das kenne ich von vielen Freunden. Der Beispielsatz ist hier: Es existiert oft ein Missverhältnis bei der unbezahlten Arbeit. Unbezahlte Arbeit, damit meinen wir also Putzen, Kochen, Wäsche waschen, Kinderbetreuung. All das, wofür man keinen Lohn am Ende des Monats bekommt. Richtig. Und wenn dieses Missverhältnis zu groß wird, dann kommen wir an einen Punkt, den viele Eltern leider nur zu gut kennen. Wort Nummer 8: überfordert. Ein sehr starkes Wort. Überfordert bedeutet auf Englisch overwhelmed. Es beschreibt diesen Moment, wenn einem einfach alles zu viel wird. Wenn der Berg an Aufgaben so riesig ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Ja, und man fühlt sich auch emotional total leer. Der Beispielsatz dazu: Viele junge Eltern fühlen sich psychisch komplett überfordert. Und wenn man überfordert ist, dann passiert oft das, was unser Wort Nummer 9 beschreibt. Man beginnt, Dinge zu vernachlässigen. Vernachlässigen. Wieder ein Verb. Genau. Auf Englisch to neglect. Das Perfekt von vernachlässigen ist, hat vernachlässigt. Es bedeutet, dass man sich aus Zeitmangel oder aus Stress einfach nicht mehr um bestimmte Dinge oder Personen kümmern kann. Zum Beispiel um sich selbst. Oder eben um die Beziehung. Unser Beispielsatz ist ganz wichtig. Man darf seine Partnerschaft nicht vernachlässigen. Ja, denn wenn man nur noch als Eltern funktioniert, vergisst man oft, dass man ja auch noch ein Liebespaar ist. Vollkommen richtig. Und hey, bevor wir uns jetzt anschauen, wie wir aus solchen Krisen wieder herauskommen, hast du noch eine kurze Info für unsere Zuhörer, oder? Ah ja, genau. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gerne unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Dankeschön. Also, wir haben jetzt über Überforderung gesprochen, über Stress. Lass uns über die Krisen sprechen, wenn die Belastung wirklich zu groß wird. Was ist unser Wort Nummer 10? Das ist ein Adjektiv, passend zum Thema belastend. Belastend. Auf Englisch burdensome oder stressful. Es beschreibt etwas, das schweren emotionalen Stress verursacht. Etwas, das schwer auf den Schultern liegt, sozusagen. Ja, unser Beispielsatz lautet: Diskussionen über Finanzen sind extrem belastend. Oh ja, Geld ist ein riesiges Streitthema in vielen Familien. Total. Wenn das Geld knapp ist, dann fangen die Nerven an zu flattern. Und dann fängt man an, sich selbst und seine Energie komplett aufzubrauchen. Was unser Wort Nummer 11 ist: ausreizen. Ausreizen. Wieder ein Verb, und zwar ein trennbares Verb. Auf Englisch bedeutet das to push to the limit. Das Perfekt lautet hat ausgereizt. Es bedeutet, seine eigenen Kräfte bis ans absolute Maximum zu bringen. Ich vergleiche Ausreizen immer mit so einem Handy-Akku. Oh, wie meinst du das? Naja, stell dir vor, dein Handy-Akku ist auf 1%. Es blinkt rot, der Stromsparmodus ist an und du versuchst trotzdem noch 3 Apps gleichzeitig zu öffnen. Der Akku ist komplett ausgereizt und das Handy geht gleich einfach aus. Ein super Bild, genauso fühlen sich manche Menschen im Alltag.
Der Beispielsatz ist: Die Doppelbelastung kann die eigenen Kräfte komplett ausreizen. Ja, und wenn der Akku dann bei beiden Partnern leer ist, dann wird die Stimmung oft, und das ist Wort 12, konfliktgeladen. Konfliktgeladen, das englische Wort dafür ist conflict-ridden. Es beschreibt eine Stimmung oder eine Atmosphäre, in der man sofort anfangen könnte zu streiten. Also wenn die Luft quasi brennt. Mhm. Wenn so ein einzelnes falsches Wort schon reicht, damit alles explodiert. Ganz genau. Der Beispielsatz: Die Atmosphäre nach dem Streit war konfliktgeladen. Da traut man sich kaum noch was zu sagen, ne? Richtig. Aber wir wollen ja auch Lösungen finden. Ein großer Teil der Familienarbeit ist ja extrem liebevoll. Und das beschreibt Wort Nummer 13, die Fürsorge. Die Fürsorge, ein sehr schönes, warmes Wort eigentlich. Ja, auf Englisch heißt es care oder nurturing. Es bedeutet das liebevolle Kümmern um andere Menschen, sei es um Kinder, aber auch um kranke oder ältere Familienmitglieder. Das stimmt. Fürsorge ist ja nicht nur auf Babys beschränkt. Unser Beispielsatz zeigt das auch gut. Die Fürsorge für kranke Eltern fordert viel Flexibilität. Sehr wahr. Und wenn man diese Fürsorge leistet, dann muss man viele schwierige Situationen meistern. Und da sind wir bei Wort Nummer 14, bewältigen. Bewältigen. Ein weiteres Verb für euch. Auf Englisch bedeutet bewältigen to manage oder to cope with. Das Perfekt ist ganz regelmäßig, hat bewältigt. Es heißt einfach, eine sehr schwere oder anstrengende Situation erfolgreich zu meistern oder zu schaffen. Wie einen hohen Berg, den man hochgeklettert ist. Dann hat man den Berg bewältigt. Richtig. Unser Beispielsatz für den Alltag. Gemeinsam lässt sich der Alltag leichter bewältigen. Zusammen ist man weniger allein. Das ist echt so. Und wie macht man das gemeinsam? Meistens, indem man sich in der Mitte trifft. Und das ist unser letztes Wort für heute. Wort 15. Der Kompromiss. Der Kompromiss. Auf Englisch Compromise. Das bedeutet, man findet eine Lösung, bei der beide Seiten ein kleines bisschen nachgeben. Niemand bekommt zu 100% das, was er wollte, aber beide sind mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, ohne Kompromisse funktioniert keine Familie, keine Beziehung, eigentlich gar nichts im Leben. Der Beispielsatz ist, bei der Urlaubsplanung muss man oft einen Kompromiss finden. Oh ja, wenn der eine in die Berde will und der andere ans Meer. Genau, dann fährt man vielleicht an einen See in den Bergen. Ein super Kompromiss. Sehr gut gelöst. Okay, wir haben jetzt alle 15 Wörter erklärt. Und jetzt kommt, wie versprochen, unsere Mini-Story. Ja, und jetzt seid ihr Hörer wieder dran. Passt genau auf, denn in dieser kurzen Geschichte verstecken sich alle 15 Wörter, die wir gerade gelernt haben. Hört mal zu. Lukas und Anna sind junge Eltern. Am Anfang dachten sie könnten Job und Baby perfekt vereinbaren. Doch aktuell fühlen sie sich total überfordert. Oh je. Lukas handelt sehr autonom und macht oft einfach Überstunden. Dadurch entsteht ein unfaires Missverhältnis bei der Aufteilung der Haushaltsaufgaben. Annas Erwartungshaltung ist enttäuscht, denn die Fürsorge für das Kind bleibt komplett an ihr hängen. Das ist nicht gut. Nein, gar nicht. Die Situation ist sehr belastend und am Abend ist die Stimmung extrem konfliktgeladen. Sie merken, dass sie ihre Ehe vernachlässigen, weil sie ihre Energiereserven völlig ausreizen. Also Alarmstufe Rot. Absolut. Also setzen Sie sich an den Küchentisch, Sie beschließen, die Termine für die nächste Woche besser zu koordinieren. Durch einen guten Kompromiss schaffen Sie es schließlich, die Krise zu bewältigen, um endlich wieder gleichberechtigt als Team zu leben. Wow, das ist ja zum Glück nochmal gut gegangen. Eine richtig tolle kleine Geschichte, in der man sofort versteht, wie diese Wörter im Alltag benutzt werden. Ja, finde ich auch. Und genau so sollt ihr diese Wörter auch üben. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ganz genau. Übung macht den Meister. Und vergesst nicht, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Und morgen geht es hier direkt weiter. Morgen sprechen wir über Kultur und Vielfalt. Das wird auch ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.